Hallo meine Lieben, wie ihr seht, ich bin wieder im Wohngebiet. Wir haben euch letztens das Elternhaus von Christoph gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaltet doch rein. Da haben wir nicht nur außen das Haus hergezeigt, sondern auch innen, denn es ist super nett eingerichtet. Habe ja auch ich gemacht. Und dieses Mal möchten wir euch aber mein Elternhaus herzeigen, mit der ganzen Inneneinrichtung, mit den ganzen Personen, die hier... Also ganz ein tolles Haus, welches so ein zweites Mal existiert, liebe Lego-Freunde. Das ist wirklich mal was Tolles. Ja, genau. Und das ist nämlich mein Dad. In seinem pinken Wagen, wenn er von der Arbeit im Kraftwerk nach Hause kommt. Also blöd. Nein, okay. Spaß beiseite, es ist Genau. das hier. Genau. Ein weißes Haus mit einem roten Gartenzaun und einem schwarzen Dach, das auch rot umrahmt ist. Genau. Übrigens von meiner Mutter angestrichen. In dem Fall aber natürlich einfach nur Lego-Rahmen, die hier verwendet wurden. Genau, das ist die Hinterseite des Hauses. Wir starten wieder mit dem Garten, wie auch schon bei Christoph. Und ihr seht, auch wir haben einen kleinen Teich im Garten. Leider keinen Swimmingpool, aber gut, kann man nicht alles haben. Hier sitzt ein kleiner Vogel und auch ein Vogelhaus dazu. Das ist einer der Hobbys, die ich immer hatte. Ich habe nämlich immer hier oben gefrühstückt, genau hier beim Esstisch. Und dann habe ich immer rausgeschaut und die Vögel beobachtet. Ist ganz nett. Hier seht ihr übrigens schon einer der ersten Figuren. Das ist meine Schwägerin mit meiner Nichte, die noch ein bisschen klein ist. Genau, die ist gerade 1 geworden. Zum Glück hat Lego vor kurzem erst diese Baby-Minifiguren herausgebracht. Ja, sonst hätten wir das gar nicht darstellen können. Und dann haben wir noch einen Baum und ein kleines Haus. Das ist ein Spielhaus für Kinder. Das haben wir auch erst vor kurzem aufgestellt, aber ist schon hier integriert in unser Ganz toll. Lego-Haus. Ganz genau. wunderbar. Wunderbar. Dann haben wir hier noch einen Balkon, eine Terrasse. Auf dieser Terrasse seht ihr eine Dame unter dem Schirm sitzen. Das ist meine Mutter, die hier zwar keinen Kaffee genießt, aber Dann vielleicht die Tee. Natur. Und hier seht ihr meinen Dad, der auch traditionellerweise in der Terrassentür steht mit seinem Handy und hinausschaut, um natürlich die Lage im Griff zu haben, den Überblick zu haben. Genau. Dann schauen wir noch kurz hier auf die Seite. Hier seht ihr eine bunte Wand mit verschiedensten Schildern. Ihr seht eine Bank, die aufgestellt ist. Das hat auch meine Mutter gestaltet. Auch in echt ist sie angemalt und es sind Schilder aufgehängt und sonstiges. Und ihr seht auch einen Baum hier vorne, der übrigens ganz speziell ist, denn hier hat sie Schilder aufgehängt. In echt steht zwar nicht Empire State Building drauf und Lego City, aber sowas wie Mailand oder sonstige Städte, in denen sie schon gewesen ist. Hier auch noch ein zweiter Fischteich, also deine Eltern haben zwar keinen Pool, aber 2 Goldfischteiche, das hat man auch noch nicht oft gesehen. Tja. Und in der Einfahrt ein Schachbrett. Genau, das ist einfach, also das ist auch in echt so. Kann man mit lebensgroßen Schachfiguren Schach spielen. Ganz toll. Könnte man. Auch hier, ihr seht schon, meine Mutter malt einfach alles an. Deswegen auch den Boden hier vorne, das sind eigentlich Waschbetonplatten und diese wurden abwechselnd schwarz-weiß angemalt. Und auch das Garagentor wurde angemalt mit Blumen, mit einer Wiese, einem Himmel und so weiter und so fort. Ihr seht auch eine kleine Katze. Das ist unser kleiner Loki. Und meine Vespa steht vor dem Haus
Ich bin zwar eigentlich nicht in dem Haus, weil ihr wisst ja, ich bin bei Christoph derzeit gerade zu Hause, aber vielleicht ist meine Mutter eine Runde gefahren. Man weiß es ja nicht. Oder die Vespa hatte keinen Benzin mehr im Tank und du musstest zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch Übrigens, passieren. liebe Fans, ist euch aufgefallen, dass Rita in den letzten Videos immer schon verschiedene Ausführungen ihrer Lego Dots Ohrringe getragen hat? Die Kamera mal fokussieren würde. Hier haben wir jetzt wieder einmal die Zitrone und was hast du auf der anderen Seite? Ein Ei. Ich fand das nicht lustig. Ei. Also dass man das noch für möglich halten kann, was man da alles machen kann mit Lego Dots. So, wir nehmen das Dach ab. Das geht jetzt bei diesem zweiten Mock schon ein bisschen besser als noch beim ersten. Da ist die Konstruktion ein wenig stabiler und wir sind somit im ersten Stock des Hauses. Hier haben wir mein Zimmer nachgebaut, also mein Kinderzimmer. Ihr seht hier eine Wand, wo ich eben alles Mögliche aufgehängt habe. Dann einen kleinen Tisch mit einem blauen Sessel. Es liegt ein Buch drauf, Once Upon a Time, wahrscheinlich irgendein Disney-Schmöker. Dann hier an der Wand haben wir auch noch was hängen, nämlich, wenn ich mich nicht irre, The Boy Who Lived. Stimmt das auch? Ups, Entschuldigung, ja genau. Als großer Harry Potter-Fan hätte mich ja gewundert. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, was Christoph mit dem gemeint hat. Das sieht irgendwie eher nach Tierpraxis aus, aber gut. Ja, du bist ein großer Tierfan. Da ist auch klar, dass man ein Bild von einer Katze und einer Maus aufhängen muss. Apropos Tierfan, hier ist unsere zweite kleine Katze, die wir haben, nämlich die Shorty, die wie immer in der Küche sitzt. Auch wieder eine Küche mit Küchenmaschine, Kaffeemaschine, was man halt so braucht. Zwar sehr komprimiert die Küche, aber ich finde, sie passt trotzdem recht gut. Hier das Schlafzimmer meiner Eltern. Ein kleines Bett haben wir hier gebaut. Genau. Natürlich auch ein Fernseher. Der darf nicht fehlen. Das wäre ein Fauxpas, den ich mir nicht leisten kann. Und dann kommen wir hier zum Esstisch. Genau, mit roten Sesseln. Wo bitte, wenn ich das mal anmerken darf, jeder auf einem normalen Sessel sitzt, nur Ritas Vater auf einem thronähnlichen Gebilde. Genau, aus Holz. Aus Holz, wo er sitzt und ja, seine Gefolgschaft und die Untertanen besser delegieren kann. Das würde sonst natürlich nicht so gut funktionieren. Hier seht ihr ihn übrigens wieder, meinen Dad, der ja noch immer in der Terrassentür steht. Und ihr seht auch das Wohnzimmer hier hinten mit einem Bücherkasten und einem Laptop bzw. auch einem Fernseher. Genau. Und jetzt heben wir wieder diesen ersten Stock herunter und zeigen euch, was darunter liegt. Hier seht ihr, hier ist der Eingang, der Eingangsbereich des Hauses. Rechts seht ihr dann eine Garage, einen Keller, in der viel Holz gestapelt ist. Wo ich noch nie ein Auto stehen gesehen habe, bitte. Das stimmt allerdings, ich glaube, das war nur einmal der Fall. Das haben wir dann nicht mehr gemacht. Jetzt sind Fahrräder hier drinnen, es ist eine kleine Werkstatt hier drinnen. Es ist eben Holz gestapelt, da wir einen Holzofen haben. Und wenn wir hier weiterschauen, haben wir einen Billardtisch und Gitarren, die an der Wand hängen, beziehungsweise auch so ein cooles Shirt. Was alles Ritas Vater gehört, der ein großer Rock'n'Roll-Fan ist. Genau, der hatte noch einige mehr Gitarren, aber wir haben gesagt, die eine Gitarre repräsentiert die vielen anderen. Und hier drinnen haben wir noch eine Art Probe-Musikraum. In diesem Raum seht ihr meinen Bruder, der gerade sich am Singen versucht, mehr oder weniger gut. Hier ein Keyboard, das ich mal bekommen hätte und spielen hätte sollen, dann aber irgendwie ist das nichts geworden.
Und das Schlagzeug ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Hört etwas nach hinten. Genau. Wahrscheinlich, weil wir das Haus einmal umgestellt haben. Deswegen, ja, perfekt. Mit deinem kleinen Neffen, der zwar noch klein ist, sich aber schon am großen Schlagzeug probiert. Genau. Und der bestimmt mal ein großer Musiker wird, wenn es so weitergeht. Ja, ich glaube auch. Ein besonderes Augenmerk hier noch bitte auf diese Bandnamen oder Schilder, die hier an der Wand sind. Würstchen und Tabak. Man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass Lego damals eine Tabaktrafik, einen Kiosk, dass es den gibt in einer Lego-Stadt, ist ja ganz klar, aber dass man da mehr oder weniger aktiv mit Zigaretten geworben hat, das waren halt schon noch andere Zeiten, das muss man sagen. Hier seht ihr übrigens vielleicht noch mal ein bisschen besser die Künstlerwand von Ritas Mutter. Ach, das stimmt. Die haben wir zuerst nicht richtig gesehen, da ja die Hausmauer davor war. Also da sind alle möglichen Schilder und Malereien und Statuen aufgestellt. Das sieht auch in echt sehr toll aus und ist wirklich so eine kleine Wohlfühloase im eigenen Garten. Genau. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Gut, dann bauen wir das Haus wieder zusammen, oder? Auf jeden Fall, damit wir nochmal sehen, wie es eigentlich aussieht oder wie es ausgesehen hat. Und jetzt, wo wir wissen, was alles drinnen ist, finde ich das immer noch viel interessanter. Genau. Eben mein Haus, hier der Eingang und da drüben Christophs Haus. Ich finde, die sind echt super geworden. Was findest du? Ja, ich finde auch. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Das sind schon ganz nette Angelegenheiten hier. Also ich glaube, habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Das würde uns sehr interessieren. Ich finde das so cool. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann bitte macht es. Denn es macht so viel Spaß, dass man wirklich einmal drüber nachdenkt, wie man das eigene Haus bauen kann, welche Farben man verwendet und auch wenn ihr auch sagt, okay, ein Haus bauen ist mir zu viel Arbeit, aber dann wenigstens die Familie als Figur nachbauen ist so lustig. Genau, also da wurden wir schon des Öfteren in den Kommentaren von euch angeredet, ob auch Lego-Alter Egos irgendwo bei uns in der Stadt herumflitzen. Jetzt kennt ihr die Antwort. Ihr wisst, wo wir zu Hause sind. Es sind momentan alle zu Hause. Das ist zwar etwas komisch, denn wir sind überhaupt nicht unterwegs, aber kann man nichts machen. Ja, es sind ja auch Corona-Zeiten, da darf man ja auch gar nicht unterwegs sein. Ich frage mich zwar, was die anderen Personen dann alle in der Stadt machen, aber ja, jetzt wisst ihr, wo die Personen sind und ich kann mich dem nur anschließen. Es war wirklich eine sehr coole Sache. Ihr kennt ja vielleicht den doch manchmal sehr beschwerlichen Mock-Alltag. Und zwar, man hat eine Menge Teile in der Hand oder in Kisten, man probiert herum, man weiß nicht so recht, sieht das gut aus oder nicht. Ja, so war das hier natürlich auch, aber irgendwie bin ich mir vorgekommen, als würde ich ein Lego-Set bauen, denn man weiß vom Kopf her, wo alles hingehört und welche Dinge wo sein müssen, denn sie sind ja in Natura auch dort. Ja. Und trotzdem hat man keine Aufbauanleitung. Also das ist wirklich mal was sehr Nettes und ja, natürlich für uns ist es was ganz was Besonderes, da wir die Häuser natürlich auch in echt kennen und auch die Leute kennen, dann ist das vielleicht noch eine Spur besser, aber wir wollten euch einfach nur mal einen kleinen Eindruck geben, wie das so aussehen kann. Auf jeden Fall. Und wir finden, beide Häuser passen wirklich sehr gut in unsere Wohnsiedlung. Ich finde auch. Und ja, da Lego ja in letzter Zeit nicht mehr so wirklich schöne große Wohnhäuser rausbringt, gibt es eigentlich nichts Besseres als originalgetreue Häuser hier nachzubauen. Und ja, deswegen haben wir da sehr viel Spaß dran gehabt und es gefällt auch jetzt uns noch immer sehr gut, diese Häuser anzusehen. Auf jeden Fall. Also falls ihr auch sowas macht, es würde uns extrem interessieren, denn wir finden sowas immer recht süß anzuschauen oder ich. Ich natürlich auch. Also ich finde auch andere Sachen schön anzusehen, zum Beispiel Eisenbahnen. Aber solche Häuser kann man sich auch wirklich manchmal mal zu Gemüte führen. Das stimmt auf jeden Fall. Also vielleicht schickt ihr uns da einfach einen Link, wenn ihr Videos macht oder vielleicht auch Fotos auf Facebook oder Instagram oder sonstiges. Da sind wir gern dabei. Wir würden uns freuen. Ja. Genau. Dann danke für eure lieben Kommentare, die freuen uns wirklich immens. Auf jeden Fall. Und wenn es was Neues gibt von uns, dann seid ihr hier natürlich an erster Stelle bei den Breaking News zu den Stadtupdates und mehr. Genau. In dem Sinne, bis bald, hoffe ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.